Willkommen zurück, liebe Community, hier in meinem Ron Review Channel. Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende und es ist Zeit für einen Jahresrückblick. Ich habe mir vorgenommen, ihr seht das in meinem Intro, wie ist es mir gegangen mit 365 Tagen Oculus Rift vs PlayStation VR. Was könnt ihr erwarten in den nächsten Minuten von mir? Ich habe mir wieder meinen obligaten Spickzettel gemacht, da schaue ich kurz drauf. Ich möchte die Unterschiede für euch rausarbeiten. Wie sieht es aus mit Handling, Tragkomfort, den Touch-Controllern, das Tracking. Die Top 5 VR-Games, die mir in Erinnerung geblieben sind, möchte ich für euch erwähnen. Dann möchte ich ein kleines VR 1x1, wenn ihr Neueinsteiger seid und mit Begriffen wie Screen Door Effect, Super Sampling, Field of View, Eye-Tracking und so weiter noch nichts anfangen könnt, dann seid ihr bestimmt richtig. Dann möchte ich am Schluss zu einer Kaufempfehlung, zu einem Preis kommen. Lohnt es sich jetzt die Rift zu kaufen oder vielleicht doch eine Vive? Hier habe ich gute Erfahrungen von einem Kumpel von mir, der eben die Vive auch im Beschlag hat. Und abrunden möchte ich das Ganze mit einem Community Talk. Wir sprechen über eure wichtigsten Anliegen. Bleibt dran, Veteranen, Einsteiger zu VR, ihr seid hier vollkommen richtig. Und los geht's mit einem kurzen Blick jetzt auf unsere Oculus Rift. Wie sieht die denn aus nach 365 Tagen Nutzung? Ihr wisst das, ich habe dieses Oculus Cover immer benutzt, das sieht recht ordentlich und gepflegt aus. Diese Unterlage, diese skibrillenmäßige Unterlage ist noch kaum abgenutzt. Das funktioniert, ich habe zwei solche Covers, die wechsle ich regelmäßig, die wasche ich, diesbezüglich keine Abnutzungserscheinungen. Ich halte euch das hier richtig mal vor die Nase, dieses Ding. Der Hardcore-User bin ich nicht, das muss ich euch sagen. Ich spiele meistens an den Wochenenden, vielleicht mal 2-3 Stunden. Dementsprechend sieht meine Oculus Rift noch relativ neu aus, relativ ungenutzt. Ihr seht mein Kabel hier, da achte ich immer drauf, dass ich das nicht verwickle, nicht verdrehe. Hier gibt es keine Verbindungsabbrüche. Das Ganze hat sich bei mir relativ gut gehalten. Wichtig bei den Trackern, das habe ich euch damals erwähnt im Review, die stehen bei mir hier entkoppelt vom Schreibtisch. Dazu rate ich euch, macht das auch so. Ihr seht das hier, einen links, einen rechts. Ich habe davon abgesehen, hier das Room Scale ähnlich zu machen. Dieser ganze Kabelsalat mit einem dritten Tracker und so weiter, das wollte ich mir nicht antun. Und im Speziellen, wenn ihr nach wie vor noch kabelgebunden unterwegs seid, dann seid ihr da sowieso limitiert mit diversen Drehungen. Wie ist es mir mit der PSVR diesbezüglich gegangen? Ihr seht auf meinem Schreibtisch die PSVR nicht mehr liegen, da muss ich euch jetzt so berichten. Die habe ich vor ein paar Wochen verkauft. PSVR, das Ganze mit dem Tracking, da hatte ich ja diese kleine Kamera, das wisst ihr hier noch oben montiert. Und das funktionierte prima, ich hatte keine Tracking-Probleme mit der PSVR. Die sah auch wunderbar aus, keine Abnutzungserscheinungen. Verglichen zum Tragekomfort zur Oculus Rift hat mir die PSVR besser gefallen. Mir gefiel das besser, dass hier nicht wieder bei der Oculus Rift das ganze Gewicht hier verteilt über euer Gesicht quasi aufgelegen ist, sondern bei der PSVR habt ihr oben diese große Auflagefläche und hinten so ein Stellrad. Da hoffe ich, dass diese Pimax EK mir da auch so einen ähnlichen Komfort bringt. Das war wesentlich komfortabler zu tragen. Ein Top-Feature der Oculus sind diese eben integrierten Kopfhörer, die hier verbaut sind. Das habe ich sehr zu schätzen gelernt. Das war mit der PSVR immer ein bisschen frickelig, hier extra Kopfhörer zu nehmen. PSVR gibt es jetzt in der zweiten Generation. Die haben jetzt Kopfhörer mit zugemacht. Dazu gab es eine kleine Verbesserung. Wie sah es aus mit dem Tracking, mit meinen Touch-Controllern? Die habe ich mir damals noch extra hinzugekauft. Das funktionierte einwandfrei. Ich bin hier sehr zufrieden mit meinen Spielen. Das fließt so richtig ins Spiel ein. Also ihr denkt dann nicht mehr, ihr habt Controller in der Hand, sondern in gut implementierten Spielen funktioniert das einwandfrei mit den Touch-Controllern. Bei der PSVR hatte ich diese Hand-Controller nicht zur Hand. Ihr kennt diese Dinger mit diesem Gupf da drauf. Aber ich hatte für Farpoint diesen Aim-Controller. Vielleicht kennt ihr dieses Spiel, ich blende euch oben die Spielszenen mit ein und da funktioniert das Tracking prima. Das war Shooter auf einer anderen Liga, also ich kann euch sagen, das war eins meiner Top-Erlebnisse. Tracking, wie gesagt, bei beiden Systemen hat einwandfrei funktioniert. Ja, so viel sind meine direkten Vergleichswerte jetzt zu diesen beiden Systemen. Was kann ich euch noch berichten? Wie gesagt, dieses Kabel, das ist immer so eine Sache. Mittlerweile wisst ihr, bei Oculus und zuvor schon bei Vive gibt es dieses TP-Cast-Lösung, da habt ihr das ganze Wireless, ist noch entsprechend kostenintensiv. Apropos Kosten zu den Preisen, ihr könnt jetzt so eine Oculus Rift ergattern, da sind wir jetzt bei Preisen von 3,99 € angelangt oder 4,49 € in diesem Bereich und da habt ihr diese Touch-Controller schon mit bei. Als ich vor einem Jahr zugeschlagen habe, habe ich mir das gebraucht gekauft, also die Oculus Rift für 500 € und dann die Touch-Controller, die kosteten damals 199 € neu, sind dann vom Preis auf 119 runtergegangen. Das heißt, mein Komplettsystem hat mir damals 620 € gekostet.
Ein Jahr später findet ihr das auf dem Gebrauchtmarkt, beides zusammen für gut 300. Das heißt, die Sache hat mich im Jahr ca. 300 € jetzt gekostet an Wertverlust. PSVR habe ich gebraucht für 350 ungefähr ergattert und die habe ich dann für knappe 300 wiederverkauft. Meine Top 5 Games Virtual Reality. Was ist mir in Erinnerung geblieben? Ja, ich möchte speziell, ihr wisst das, ich bin ja hauptsächlich dieser Sim-Racing-Nutzer, möchte jetzt aber auf andere Games eingehen. Aber trotzdem ein Sim-Racing-Game, das muss ich euch in meine Top 5 Liste aufnehmen, das war auf jeden Fall Dirt Rally. Warum Dirt Rally? Das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Ihr wisst das mit dem Rennsport-Cockpit hier auf meiner rechten Seite, da habe ich noch die Handbrake und den Shifter montiert. Ja, da macht es irrsinnig Spaß, in Dirt Rally am Start zu sein, diese Arbeit im Cockpit. Ihr habt in Dirt Rally ein tolles Geschwindigkeitsgefühl, diese Up and Downs der Piste, gerade in Virtual Reality kommt das Ding richtig gut rüber. Da kann ich euch sagen, die Grafik ist sehr zeitgemäß, Anti-Aliasing funktioniert wunderbar. Ihr habt eine gute Grafik, ein gutes Spiel und dieses Spiel musste in meine Top 5 Liste, das brachte mir sehr viel Abwechslung in meinem allüblichen Rundstreckenalltag. Also Dirt Rally mein Platz 5. Dann eins der wirklich coolsten Spiele, das mich überrascht hat, da habe ich lange Zeit davon abgesehen, dieses zu kaufen, war Superhot. Superhot, warum? Wenn ihr so Trailer anschaut hier auf eurem Monitor, dann sieht das etwas langweilig aus und ihr fragt euch, warum wird dieses Spiel immer noch so gehypt oder ist immer noch on top bei vielen VR-Vergleichen. Ja, das kann ich euch sagen, diese Einfachheit dieses Spieles, ja, das ist Matrix zum Erleben sozusagen. Man kann das schwer erklären, wenn man nicht selber im Spiel ist. Das ist irgendwie das erste Virtual Reality Erlebnis, wo ich selbst in Deckung gegangen bin, mich geduckt habe, wie man sich bewegt, diese Bewegung, diese Zeitlupe, dieses ganze Spiel, diese Genialität der Einfachheit. So würde ich Superhot kurz umrahmen. Das ist Superhot. Bitte holt euch dieses Spiel nicht erst in einem Sale, sondern da könnt ihr bedenkenlos zugreifen. Mit Touch Controller, geniales Ding. Superhot VR. Dann meine Nummer 3, da habe ich etwas lang überlegt, aber das ist für mich ein PlayStation VR Game, das war Farpoint. Wie vorher erwähnt, mit diesem Aim-Controller, so will man Shooter spielen. Liebe Leute, so will man Shooter spielen, wenn ihr das einmal erlebt habt mit diesem Controller in den Händen. Dieses Tracking, das sehr gut funktioniert. Ihr habt diesen Stick am Controller, mit dem bewegt ihr euch fort. Aimen und so weiter, das funktioniert wirklich prima. Da kommen diese Touch-Controller, die ihr so kennt, einfach nicht mit. Das macht wahnsinnig viel Laune, so einen Aim-Controller in der Hand zu haben, dieses Spiel zu spielen. Dann hat es mir von der Story, war es für einen Shooter relativ adäquat, das war okay. Aber diese Mittendrin-Erfahrung, das war großartig, das ist mir in Erinnerung geblieben. Also Nummer 3, Farpoint. Dann, ich habe lange überlegt, meine Nummer 2. Am Schluss fiel es mir nicht schwer, Nummer 2 für Oculus Lone Echo. Lone Echo, das Spiel, das für mich diese Touch-Controller am besten implementiert. Diese Touch-Controller, die kommen bei mir für Lone Echo einer neuen Bedeutung gleich, was ihr mit diesen Touch-Controllern, wie ihr eure Arme einsetzt, wie diese in das Spiel eingebaut, implementiert werden, das ist sensationell. Dann weiters bei Lone Echo hat mir wahnsinnig gut gefallen im Vergleich zu anderen Weltraumspielen wie Adrift. Die haben das hinbekommen, dass ihr vollkommen motion sickness frei euch da im Weltraum in der Schwerelosigkeit bewegen könnt. Story war okay, Grafik war super. Ja, Lone Echo meine klare Nummer 2. Und dann vielleicht überraschend für euch Nummer 1, da setze ich wieder ein PlayStation VR Game, das war Resident Evil 7 ist das, PlayStation VR, noch immer exklusiv für PlayStation, da hieß es, das können wir bald auf Oculus und anderen Systemen auch spielen, das dauert immer noch. PlayStation VR, Resident Evil, warum? Das war für mich so dieser Virtual Reality AAA-Titel. AAA, da merkt man eine richtig dicke Story und auch wenn ich hauptsächlich PC-Nutzer bin, ihr seht das, ich habe immer noch meine Bläse hier am Start, diese Exklusivtitel, das können die PlayStation-Macher oder Xbox-Macher anscheinend besser wie auf dem PC, diese Story zu implementieren, diese Maps und so weiter und so fort. Also da war ich wirklich davon begeistert. Schaut euch Resident Evil 7 an, die haben eine gute Balance aus Schockmomenten, Angst und auch Ruhephasen für den Spiel eingebaut. Ich bin eher ein Hosenscheißer diesbezüglich, aber ich habe es geschafft, Resident Evil 7 durchzuspielen. Teilweise mit Gänsehaut, aber das gehört ja auch irgendwie dazu. Meine Nummer 1, Resident Evil 7.
zu unserem Virtual Reality Einmaleins. Was müsst ihr wissen, wenn ihr diese Schlagwörter hört wie Screen Door Effekt und so weiter und so fort? Die möchte ich kurz für euch erläutern. Ich beeile mich dazu. Wenn vom Screen Door Effekt gesprochen wird, dann ist das bei Virtual Reality immer dieser Fliegengitter-Effekt. Zwischen den Pixeln, da habt ihr Rahmen, quasi die Pixel sind eingefasst. Und durch dieses nahe Heransehen an den Bildschirm, das könnt ihr euch vorstellen, wie wenn ihr an den 1080p Moni hier, so wie ich jetzt mit der Kamera, auf 20 cm rangehe, dann könnt ihr die einzelnen Pixel und diesen Rahmen dazwischen erkennen, erblicken. Der stört euch etwas und das ist immer ein Kritikpunkt. Manche können das ausblenden, manche nicht. Das kommt auch immer ein bisschen auf das Spiel an. Also das ist der Screen Door Effekt. Dann ein zweites Thema, Asynchronous Space Warp oder so ähnlich heißt diese Technologie. Bitte kommt weg von diesem Gedanken, ich kann Virtual Reality nur nutzen mit absoluten High-End-Grafikkarten, sonst schaffe ich meine 90 Frames Bildrate nicht. Diesbezüglich gibt es diverse Tricks der Developer. Das sieht dann so aus, ich kann euch das kurz erklären. In meinem Benchmark-Video habe ich das euch damals auch schon erläutert. Die Framerate wird auf 45 Frames per Sekunde gekappt, wenn diese 90 Frames nicht mehr gestemmt werden können. Und wenn 45 Frames stabil anliegen, dann wird ein Trick der Developer genutzt. Es wird sozusagen ein Zwischenbild, ein älteres Zwischenbild wieder hergenommen. Das heißt, dass 90 Frames unterm Strich dann anliegen, aber dieses wird eben nicht neu berechnet, sondern dieses Zwischenbild wird dann nur mit neuen Positionsdaten von eurem Kopf, von eurem Tracking ergänzt. Das heißt, da wird etwas geschummelt. Euch fällt diese Schummelei nicht auf, aber ihr habt kein Motion Sickness bei nur 45 wirklich neu berechneten Bildern. Klingt etwas kompliziert. Ich hänge euch den Artikel von Computerbase nochmal mit rein. Lest da durch und ihr seid wirklich im Bilde, um was es da geht. Zum Thema Super Sampling, das habe ich damals in diesem Oculus Review erwähnt. Zum Thema Super Sampling, wichtig für euch, euer Bild zu glätten. Im Speziellen dann bei der Fernsicht in diversen Spielen, beim Simracing, bei anderen Games. Absolut wichtig. Zum Thema Field of View. Das sieht das so aus. Ich habe bei Oculus Rift etwa 110 Grad Field of View. Und wenn ich hier meine Arme hier vor dem Kopf halte, dann seht ihr bei der Oculus Rift, ihr könnt euch das vorstellen, in diesem Winkel euer Bild. Alles, was darüber hinausgeht, da gehe ich hier raus aus meinem Sichtfeld, das wird abgeschnitten. Das heißt, ihr habt immer einen gewissen Taucherbrilleneffekt. Dieser Taucherbrilleneffekt, den blendet ihr mit der Zeit auf, aber der ist definitiv da. Ihr seid etwas eingeschränkt vom Field of View. Euer menschliches Field of View, das liegt bei, das werdet ihr nicht glauben, aber etwa 200 bis 220 Grad. Bei 200 bis 220 Grad Field of View. Also ihr könnt quasi wahrnehmen, was seitlich von euch passiert. Nicht scharf, aber ihr könnt es wahrnehmen. Und diesbezüglich habt ihr eben hier mit einer Oculus Rift oder einer Vive einen Taucherbrilleneffekt. Das heißt Folgendes: Zur Schärfe in eurem Blickfeld, da nehmt ihr das wahr, was ihr direkt vor der Nase habt. Das hier. Alles, was da abweicht in diese Richtung, 50, 60 Grad, das nehmt ihr zwar noch wahr, dass da was da ist, aber nicht mehr scharf. Und hier kommt eine neue Technologie, an der viele Entwickler ganz stark arbeiten und den Fokus darauf setzen. Thema Eye-Tracking und Favorited Rendering oder so. Foveated Rendering, so heißt das Ding genau. Das Foveated Rendering heißt, da wird dann nur der Bildausschnitt, auf den ihr hinschaut, wird scharf gerendert. Das spart dann bei hoher Pixeldichte, beispielsweise Pimax 8K, würde es enorm Rechenleistung sparen. Stellt euch vor, eine Pimax hat 220 Grad Field of View, also fast so viel wie euer menschliches Auge abzudecken. Brutal viel Bilder zu berechnen und dies alles extrem scharf zu machen, wären extreme Anforderungen für die Grafikkarte. Und wenn per Eye-Tracking jetzt ermittelt wird, ihr seht jetzt bei eurem Bildschirm, was weiß ich, hier rüber bei einer Spielszene, und dieser Bereich hier, der wird jetzt scharf gerendert und der andere Bereich, der zwar noch in eurem Blickfeld ist, aber nicht mehr scharf wahrgenommen werden kann, der wird dann nicht mehr so gut gerendert, dann fällt euch das nicht auf, aber spart enorme Rechenleistung. Das ist Foveated Rendering, ich hoffe, ich spreche das richtig aus und diesbezüglich wäre Eye-Tracking dringend erforderlich. Zum Thema Pimax. Pimax, ja, das habe ich ja erwähnt, ich bin Kickstarter-Backer, ich hoffe Jänner, Februar, März dieses Ding in Händen zu halten. Bin sehr gespannt darauf. Was gibt es Neues zum Thema Pimax? Da gibt es mittlerweile den 4. Prototypen, der am Start ist und zur CES, die Anfang Jänner stattfinden wird, ich glaube 12. Jänner oder Mitte Jänner auf jeden Fall, da sollte dieser letzte 5. Prototyp am Start sein und Pimax kommuniziert, dass da die Community nochmal testen soll und wenn es keine Beanstandungen geben wird,
dann sollte dies unser endgültiges Produkt, welches wir dann hoffentlich in ein paar Wochen in Händen haben sollten, verschickt werden. Ja, ich bin sehr gespannt, was rauskommt. Ihr wisst, dass Pimax versucht, das Ganze modular aufzubauen. Diverse Zusatzelemente werden dafür Bäcker schon mitgeschickt. Ja, die Kopfhörer sollen implementiert sein. Es wird dann auch irgendwann ein Eye-Tracking-Modul geben, dann eigene Handtracker eben. Wie die aussehen, das ist noch nicht ganz bekannt. Wahrscheinlich ähnlich wie die von der HTC Vive, davon gehe ich mal aus. Diesbezüglich sind wir sehr gespannt. Die Community wartet darauf, die wartet brennend darauf. Und seid euch sicher, ich werde dann meine Oculus Rift auf jeden Fall noch so lange behalten, um die dann 1:1 gegentesten zu können. Kurz noch zu einer Kaufempfehlung, zu einem Preis. Für euch jetzt auf jeden Fall interessant. Ich habe es vorher im Intro schon erwähnt. Der Preis jetzt, ihr habt ja ab und zu Aktionen für 3,99 und 4,49 und das ist der Preis, wo viele von euch zuschlagen werden. Zum Start sah es so aus, da kostete dieses Ding 6,99 und die erst später erschienenen Oculus Rift Touch Controller 199, da war der in einem Bundle bei 900 Euro. Diese Vive, die kostete nochmal deutlich mehr, bot aber ein paar exklusivere Features wie dieses Laser-Tracking-System. Da habt ihr das mit diesen Trackern eben anders gelöst. Bei der Vive, ihr benötigt keinen USB-Anschluss, könnt die freier im Raum verteilen, die benötigen nur Stromanschluss. Das ist auf jeden Fall ein Komfort plus. Mein Buddy mit der Vive, der lange jetzt mit der Oculus Rift am Start war, sagt, es hat diverse Vorteile. Solltet ihr an eine Vive-Anschaffung denken, dann unbedingt dieses Audio-Strap mitordern, das ist ein deutlicher Zugewinn. Aber ich kann, wie gesagt, diese Infos nur aus dritter Hand weitergeben. Wenn ihr Fragen dazu habt, bitte postet mir die dann unten rein, dann versuche ich die zu beantworten. Zur Kaufempfehlung, ja, Oculus Rift hat mit diesem aggressiven Preis, sie sind da quasi wöchentlich runtergegangen, etwas Druck ausgeübt, die Verkaufszahlen hinten relativ deutlich hinter der Vive hinterher und Oculus hat mit dieser Preissenkung aufgeholt, die Stückzahlen haben ziemlich aufgeschlossen, was ich so gelesen habe zur Vive, also der Weg stimmt und der ist auch der richtige Weg in meinen Augen, das Ganze massentauglich zu machen. Zur PlayStation VR, die war preislich wesentlich attraktiver und ich sage euch schon, von der PlayStation VR-Nutzung, ich habe mir damals eine gebrauchte PlayStation, ihr seht die hier hinten stehen auf der Seite, die habe ich mir für 150 Euro gekauft, habe mir die PSVR gebraucht dazu gekauft, angestöpselt und hatte VR-Spaß. Also günstiger geht VR-Spaß nicht wie mit PSVR, dazu stehe ich immer noch. Ich habe dieses Display bei der PSVR sogar etwas angenehmer als bei der Oculus empfunden. Ich fand den Tragekomfort etwas besser. Das sind auf jeden Fall Pluspunkte, die ich für die PSVR verbuchen kann. Ja, preislich, wie gesagt, ihr benötigt keinen High-End-Rechner. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum habe ich die PSVR dann doch verkauft und bleibe jetzt nach wie vor bei einer Oculus. Das liegt im Speziellen am Spieleangebot. Mit Farpoint und Resident Evil hatte ich meine zwei wichtigsten Spiele durch und großartiger Top-AAA-Content ist nicht mehr gekommen, wo ich gesagt habe, ja, da bleibe ich jetzt dabei. Und meine PSVR ist mit der Zeit etwas verstaubt und der Spiele-Content für Oculus, der wurde immer mehr ausgebaut. Immer mehr ausgebaut heißt, anfänglich war ich da mehr auf dem Simracing Cockpit unterwegs und in weiterer Folge habe ich dann zu anderen Spielen auch gegriffen. Die Touch-Controller wurden immer besser implementiert, immer mehr Spiele unterstützen dies. Und so sah es nun mal aus. Zu Beginn meiner Oculus Rift Anschaffung hatte ich gedacht, die kaufe ich jetzt, dass ich endlich mal meinen Simracing Arbeitsplatz entkoppeln kann. Das störte mich immer, weil das aus meinem Office-Bereich ist und so kam hier mein Rennsport-Cockpit, um hier mit Oculus da zu fahren und ihr seht das hier auf meiner rechten Seite, da wollte ich mir kein Triple-Mono-Setup mehr dran schrauben, das wollte ich nicht. Es hat sich dann mit der Zeit aber so weiterentwickelt, dass ich dann auf den Geschmack anderer Spiele gekommen bin. Dieser Content für Oculus, der hat sich immer weiterentwickelt. Die Spieleentwickler haben richtig Gas gegeben, diverse Genres bedient und auch diese Touch-Controller haben sie immer besser implementiert. Und so nutzte ich das Gesamtpaket, das gesamte Spieleangebot. Und liebe Leute, lasst mich ehrlich sein, ich dachte irgendwie Virtual Reality wird meine Ergänzung zum Monitor Gaming. Und ich bin jetzt wirklich ehrlich so, ich bin komplett weggekommen. Ich habe im letzten Jahr, ich sage es euch ganz ehrlich, ein Spiel via PC auf dem Monitor gezockt. Und das nicht relativ lange. Mir hat diese Immersion gefehlt, mir war das ganze Bild viel zu klein. Wenn ihr das gewohnt seid in der Virtual Reality, dass ihr da mittendrin seid, ein Riesenbild und alles so lebensecht und lebensgroß habt, da fällt es mit dem Monitor Gaming richtig schwer. Meine Empfehlung zum Schluss lautet für euch, wollt ihr jetzt diesen Upgrade wagen, diesen Sprung, dann macht das. Diese 3,99, 4,49 mitsamt den Touch-Controllern, das ist es auf jeden Fall wert.
Ihr seid da eben jetzt in einem Preisbereich gelandet, wo ihr auch in Preisbereichen seid, wenn ihr euch einen größeren Monitor gönnen wollt. Da kommt ihr auch unter 500 € kaum weg. Dieses Upgrade kann lohnen. Erkundigt euch auch, wie es mit anderen Systemen aussieht. Eventuell die Vive, wenn ihr etwas anspruchsvoller oder etwas variabler sein wollt, dann seht euch diese Vive eventuell an. Da habe ich sehr gutes Feedback von meinem Buddy. Und auch diese Mixed Reality Brillen diese Windows Mixed Reality Brillen, die sind auf jeden Fall einen Blick wert. Schaut da mal rein, nutzt da die Infos meines Virtual Reality YouTuber meines Vertrauens. Da hänge ich euch nochmal den Link mit rein, der voodoo.de, der testet euch das alles durch. Der ist ja Profi. Samsung Odyssey sollte hier das Top-Produkt sein. Schaut mal, ob ihr so etwas ergattern könnt. Mein Fazit steht fest. Der einfache Einstieg Virtual Reality gelingt euch mit einer Playsee. Da funktioniert das super, sehr einfach. Überlegt euch das. Wollt ihr anspruchsvoller, mehr Content nutzen und so weiter und so fort, dann kommt ihr um eine Oculus Vive, Mixed Reality und so weiter nicht drumherum. Weiter geht's mit unserem Community Talk. Tom79 schreibt, er freut sich auf den Test von McLarenville. Ja, das habe ich angeteasert. Ich werde schauen, was ich machen kann. Die Tasse steht auf dem Schreibtisch und ja, zu meinem 1000 Abonnenten Special wird diese geopfert. Bleibt dran, ich werde euch dann über die Verlosungsmodalitäten genauer berichten. Vielen Dank für dein Review, lieber Tom. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Dann Jürgen schreibt, wieder ein super Video. Er schreibt, ich bin gespannt auf iRacing, da soll ich ein Video dazu machen. Ja, ich habe Assetto Corsa Race Room und Project Cars gegenübergestellt. Und ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Ja, iRacing, lieber Jürgen, das habe ich mir bereits geholt. Ich habe mir so ein 3-Monats-Abo geholt und schon meine ersten Testrunden gedreht. Liebe Simracing-Freunde, wenn ihr da quasi heiß drauf seid, ich werde euch so ein kleines Beginner-Tutorial machen. Ich habe die ersten Videoschnipsel schon beisammen. Werde euch das in den nächsten Wochen zusammenstöpseln und ihr als Beginner könnt da ganz komfortabel mit Tipps und Tricks, die ich euch dann quasi servieren werde, mit iRacing loslegen. Wilson One schreibt, schönes Video, ihm gefällt auch, dass es rückelfrei ist. Ja, das GoPro Upgrade, ich glaube auch, dass ihr ein besseres Bild jetzt habt. Da schreibt der Ton ist etwas dumpf. Ja, das ist die GoPro 6, die ist jetzt in einem wasserdichten Gehäuse out of box. Und ich habe auch war auch da total unzufrieden mit dem Ton. Ihr seht das hier auf der linken Seite. Ich habe mir so einen Auner Mic geordert. Das habe ich mir gekauft, bei eBay rausgesteigert. Und ich hoffe, ihr könnt mich nun besser hören. Wilson One, bitte sage mir, ob das Ganze funktioniert hat und Sinn macht. Dann hat noch Tayo gefragt, was machst du eigentlich beruflich? Scheint ja einiges zu verdienen. Ja, ich weiß nicht, ob das die richtige Stelle ist, um über meinen Job zu reden. Ja, dieses Review mache ich hobbymäßig, da verdiene ich noch nichts. Einige fragen auch, bin ich da gesponsert von wem? Leider, liebe Leute, ich muss euch enttäuschen, ich habe mit diesem ganzen Zeug hier noch keinen Cent verdient, sondern ich kaufe mir mein Zeug, leihe es mir aus oder bin froh, wenn mir was zum Testen zur Verfügung gestellt wird. Vielleicht wird mir mal auf mich aufmerksam und sagt, ach Ron, review mir was, ich werde dir das entsprechend vergüten, das wäre sehr schön und lustig. Nein, dieses Hobby ist kostspielig, ja, das seht ihr hier bei meinem Zeug, das sich hier mittlerweile sehr angesammelt hat. Das kostet einiges an Geld, nur ist viel günstiger als mein damaliges Hobby. Ich hatte damals ein Hobby, dafür brauchte ich einen Zweitjob. Hier seht ihr die Bilder mit zu. Ich bin damals mit einem Superbike auf dem Racetrack einige Jahre unterwegs gewesen. Und das geht richtig ins Geld, das ist Simracing dagegen Schleuderpreis. Und so einen Pneu, wenn ihr den hier vor Augen habt, der kostet euch, wenn ihr den an einem Rennwochenende verheizt, so viel wie eine gesamte Wheelbase. Das heißt, dafür braucht es dann wirklich einen Zweitjob, um Geld zu verdienen, um sich solche Späße leisten zu können. Hier mit Simracing seid ihr auf der sicheren Seite und könnt euren Geldbeutel wirklich schonen, auch wenn ihr zu besserer Materie greifen wollt. Ja, liebe Leute, lasst uns rausgehen aus unserem Review. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Hat es euch gefallen? Dann postet mir unten mit rein. Ganz cool wäre es, wenn ihr eure Top 5 Games hier mir unten mit reinschreibt. Vielleicht werde ich auf was Neues aufmerksam und teste das dann auch mal durch. Was erwartet euch in den nächsten Wochen? Pimax 8K Review ist angedacht, das McLarenville Review habe ich am Start und Fanatec Direct Drive will. Schauen wir mal, ob sich das Ganze ausgeht in nächster Zeit. Zeit für mich rauszugehen, liebe Community. Vielen Dank fürs Dabeisein. Hat es euch gefallen? Gebt mir einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann schreibt mir rein, was ich verbessern kann. Ich freue mich über jeden Subscriber. Bin froh, dass ich euch mit am Boot habe in unserem exklusiven Kanal hier. Ich mache weiter, bleibe am Ball. Liebe Grüße von eurem Ron.